Hallo ihr Lieben, heute habe ich meine Mumin-Schürze an und das heißt, es gibt heute ein Rezept aus meiner Heimat, aus Finnland. Heute machen wir Pyttipannu. Pyttipannu ist ein Gericht, der auch in anderen skandinavischen Ländern sehr bekannt ist und ich denke, so ist es auch zu uns nach Finnland gekommen. Es ist ein Gericht aus meiner Schulzeit. Ich habe es immer sehr gerne gegessen und ich dachte, dass ich den Rezept auch mit euch teilen werde. Für den Rezept brauchst du ganz simple Zutaten und es wird ganz schnell zubereitet. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für den Pyttipannu brauchst du gekochte Kartoffeln. Ich habe meine Kartoffeln im Pellen gekocht und ich werde die auch so lassen, weil ich mag diesen rustikalen Geschmack, den man von den Pellkartoffeln bekommt. Aber wenn du es nicht magst, dann kannst du die Kartoffeln natürlich auch schälen. Dann brauchen wir Wurst. Ich habe eine Leona-Wurst genommen, aber du kannst auch eine andere Art Wurst nehmen. Dann habe ich hier auch einen Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Olivenöl, Salz und Pfeffer zum Würzen und auch 2 Frühlingszwiebeln aus dem Garten, um etwas Grünes dazu zu geben. Wenn du magst, kannst du auch Petersilie anstatt nehmen oder Schnittlauch. Erst werde ich den Zwiebel und auch den Knoblauch schälen und den Zwiebel werde ich dann auch noch ganz klein hacken. Wir werden auch alles andere klein hacken, weil Pyttipannu übersetzt heißt klein in der Pfanne, weil alles für den Pyttipannu ganz klein gehackt wird und ich denke, deswegen ist es auch so schnell in der Zubereitung, weil diese kleinen Würfel dann ganz schnell fertig gebraten werden. Aber erst den Zwiebel schälen und klein hacken. Und bevor wir mit dem Braten anfangen, die Zwiebeln habe ich ja schon fertig, aber ich werde die noch nicht braten. Ich werde erst die Kartoffeln auch klein würfeln, weil die Zwiebeln nicht lange brauchen. Die müssen nur ganz kurz gebraten werden und dann geben wir direkt die Kartoffeln dazu. Deswegen erst die Kartoffeln auch vorbereiten. Jetzt habe ich die Zwiebeln und die Kartoffeln schon klein gewürfelt und jetzt werde ich meine Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Dann, wenn es warm ist, mit Olivenöl reichlich den Boden bedecken und direkt die Zwiebeln dazu geben. Die Zwiebeln werden jetzt ganz kurz gebraten, nur bis die leicht durchsichtig werden. In nur etwa ein paar Minuten sind die Zwiebeln schon soweit. Die sind schön durchsichtig geworden. Und jetzt gebe ich noch die Kartoffeln dazu, kurz vermischen. Und die Bratezeit verwende ich dafür auch noch den Wurst ganz klein würfeln. Hier ist ganz wichtig, die Kartoffeln mit Zwiebeln nicht zu vergessen und ab und zu mal vermischen, so dass das Ganze gleichmäßig gebraten wird und die Wurst genauso klein würfeln wie die Kartoffeln. Die Kartoffelwürfel kriegen schon eine schöne Farbe und wir können jetzt auch noch den Wurst dazugeben. Hier auch kurz vermischen und mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Und ich werde auch noch direkt den Knoblauch dazu reiben und dann nochmal kurz vermischen und so lange braten lassen, bis die Kartoffelwürfel und die Wurst eine schöne goldene Farbe haben. Und mir bleiben nur noch die Frühlingszwiebeln. Die Frühlingszwiebeln werde ich ganz am Ende in die Pfanne geben, wenn ich die Pfanne schon vom Herd nehme. Aber in dieser Zeit, wenn ich warte, werde ich die schon ganz klein hacken. Jetzt haben die Kartoffeln und Wurstwürfel eine richtig schöne goldene Farbe bekommen und ich kann die vom Herd nehmen und auch noch den Frühlingszwiebel dazu geben. Ich gebe fast den ganzen Frühlingszwiebel dazu und lasse nur ganz bisschen zur Seite zum Garnieren und dann das Ganze nochmal kurz vermischen. Und so ganz schnell ist die Pyttipannu schon bereit zum Servieren. Es
duftet richtig lecker nach Knoblauch. Aber natürlich, wenn du den Knoblauch nicht magst, kannst du den Knoblauch auch weglassen. Wie gesagt, ich habe diesmal Frühlingszwiebeln dazugegeben für etwas Grünes, aber du kannst auch Schnittlauch oder Petersilie anstatt dazugeben. Bei uns in der Schule wurde die Pytti Panu einfach so mit einem Salat serviert. Ich mag den Pytti Panu mit einem saftigen Karottensalat zu servieren und den Salat werde ich für dich noch hier verlinken. Aber traditionell wird der Pytti Panu mit Spiegelei und eingelegter rote Beete oder Salzgurken serviert. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches, leckeres Pytti Panu Rezept aus meiner Heimat, aus meiner Schulzeit gefallen und ich hoffe, dass du den auch testen wirst. Sag mir gerne in den Kommentaren, wie du am liebsten den Pytti Panu servieren würdest. Und wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.